Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ist auch schon wieder so ein schönes Schneewetter und was gibt es da bitte Schöneres, als einfach eine Runde zu malen? Ich habe heute ein Bild für euch, was ich mit aquatischen und Fliedertönen gemalt habe. Es enthält auch wieder Blattgold und meine heißgeliebte Strukturpaste, die ich mir hier immer selber zusammenmische. Lasst euch gerne von mir inspirieren, lasst mir doch ein Like und ein Abo da, unterstützt meinen Kanal auch gerne finanziell mit einer PayPal-Spende. Die Links findet ihr alle in der Infobox, genauso wie die Materialien, die ich verwendet habe. Ich fange wie immer als erstes mit der Strukturpaste an, die ich mir selber zusammenmische. Ich habe da immer eine in einem ganz großen Pott, habe ich euch wie gesagt auch in der Infobox verlinkt. Und da mische ich mir einfach diesen Dekosand dazu und habe dann die perfekte Struktur, die ich haben möchte. Die Strukturpaste bzw. Spachtelmasse verteile ich dann erstmal über die Leinwand und die muss auch erstmal trocknen, bevor ich anfangen kann zu malen. Ich verwende ja immer Acrylfarben und benutze auch sehr gerne diese Acryltinte. Ich finde, die sind super farbintensiv und für die unterste Schicht, die ja bei mir meistens etwas kräftiger ist oder dunkler ist, perfekt geeignet. Und ich trage dann auch erstmal alle Farben auf so einen Karton auf. Ich finde es am einfachsten darauf zu malen, weil ich den einfach immer auswechseln kann. Es gibt ja auch solche Acrylglasplatten, wo man die Farben drauf verteilen kann und anmischen kann vorher. Ich habe das auch ausprobiert, aber mir war das irgendwie zu lästig, jedes Mal immer dieses Ding sauber zu machen. Deswegen nehme ich einfach immer ein Stück Karton oder so. Ja, ich arbeite ja sowieso die Farben relativ schnell ein und da ist es auch nicht so schlimm, wenn die dann da schneller drauf trocknen. Also ich komme damit zurecht, kann für jemanden natürlich anders sein, das ist alles Geschmackssache. Wer im Winter unter trockenen Händen leidet, dem kann ich nur empfehlen, einfach Handschuhe zu tragen beim Malen. Dann muss man die nicht immer waschen zwischendurch. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich muss irgendwie 3 oder 4 Mal nach so einem Malprozess meine Hände waschen und so vermeide ich das eben einfach. Ich habe ja immer eine bestimmte Idee für ein Bild, was ich gerade anfertige. Und hier wollte ich auf jeden Fall wieder so eine Art Wasserstrudel drin haben. Wie es am Ende bei rauskommt, weiß ich natürlich an dem Punkt noch nicht. Aber ich fange erstmal an mit diesen aquatischen Tönen, weil ich da wieder so ein bisschen Bewegung drin haben wollte. Und baue mir dann das Bild nach und nach auf.
bemale natürlich auch immer meine Seiten, weil ich finde, dass es einfach nochmal schöner und runder aussieht am Ende. Ich verkaufe ja meine Kunst auch, falls ihr mal schauen wollt, in meinem Etsy-Shop, den habe ich auch in der Infobox verlinkt. Und ich finde, das sieht einfach professioneller aus, wenn die Seiten bemalt sind. Ich finde, wenn man das nicht macht, ist es irgendwie unfertig und ja, man kann die natürlich auch in einem einzigen Farbton malen. Aber bei manchen Bildern möchte ich einfach, dass es quasi wie ein Übergang ist auf die Seiten. Und deswegen nehme ich mir da einfach die Zeit, indem ich die Farben überall da auch verteile. Ich habe hier wie immer mein Malmesser, damit kann ich schöne Effekte und Strukturen kreieren und das benutze ich einfach sehr gerne als Tool, als Werkzeug, um einfach ein bisschen Spannung in das Bild reinzubekommen. Die erste Schicht ist fertig und das muss jetzt erstmal über Nacht trocknen, weil sonst kann ich nämlich keine Anlegemilch auftragen und kein Blattgold. Es muss alles komplett durchgetrocknet sein. Das hier ist die Anlegemilch, die ich immer benutze. Die trage ich erstmal auf, verteile die ein bisschen und bearbeite die auch noch mit einem Schwämmchen später. Wichtig ist, dass sie nicht zu dick aufgetragen ist, weil die sonst nicht richtig antrocknet. Ich möchte, dass es ein lebendiges Bild ist und deswegen sprenkle ich diese Anlegemilch auch noch mal so ein bisschen drüber, damit ich überall so zarte Goldeffekte habe am Ende.
Das Ganze trocknet jetzt erstmal für ca. 25 Minuten an und dann kann ich anfangen, das Blattgold anzulegen. Die ganzen überschüssigen Partikel sauge ich dann nochmal mit meinem Staubsauger weg. Das Problem ist nämlich, dass die überall im Raum rumfliegen. Ich reinige auch den Pinsel dann gleich damit und meine Socken und den Boden darunter. Also überall, wo diese Partikel hingefallen sind, werde ich erstmal ein bisschen saugen. Ich muss über dieses Bild definitiv nochmal drüber malen, weil ich nämlich fand, dass es doch ein bisschen zu viel Gold war. Und werde jetzt erstmal das Ganze nochmal überarbeiten und die Farben einfügen, die mir noch gefehlt haben, so ein bisschen die Leichtigkeit wiederherstellen. Weil manchmal übertreibt man es ein bisschen und dann muss man halt wieder einen Schritt zurückfahren. Aber das ist alles Teil des Entstehungsprozesses und gehört zur Kreativität mit dazu. Also lasst euch nicht entmutigen, wenn euer Bild irgendwie zwischendurch auch mal komisch aussieht oder ihr es nicht ganz so toll findet. Dann geht man einfach nochmal drüber. Das ist ja das Schöne bei Acrylfarbe, da ist das ja ganz easy. Blue dude, blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Blue too. That blue. Sort of witty and jaded, but let's not talk about you. Your coyote song on a rerun. Are you hound dog tired singing all night long? Manchmal ist es am einfachsten, wenn man die Farbe direkt aus der Tube auf die Leinwand aufträgt. Das mache ich hier auch gerade, weil dann kann ich sie direkt gleich mit dem Malmesser einarbeiten. Not blue. Ich würde auch immer empfehlen, dass man so ein Küchentuch parat hat, sodass man zwischendurch den Überschuss immer abwischen kann und die Klinge frisch ist für zum Beispiel helles Beige, weil das vermischt sich ja sonst mit dem Blau und dann ergibt es so einen komischen Mischton, den man nicht haben möchte. Deswegen unbedingt immer abstreifen zwischendurch. Blue dude, blue moon, been one or two since I ran into you. Do you need a picture? Well, that gets old.
Bild muss jetzt erstmal trocknen, bevor ich Fotos und alles machen kann. Dann kann ich es nämlich einstellen in meinen Etsy-Shop. Und das ist auch das Endergebnis. Ich finde, es ist wieder mal schön, so federleicht und zart geworden. Das Bild heißt Lavender Flow und es ist einfach, ja, das sind genau die Farben, die ich haben wollte. Warme Farben und kühle Farben und ich liebe einfach diese Kombination. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal und liked meine Videos und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.